a whole bunch of questions after our last conversation with Nahida. Paimon was ready to ask her a million more questions, but didn't want to seem too pushy. Like, about these descenders. So, does that just mean people like you who come traveling to Teyvat from someplace else? And as for your sister... Whew, so many questions. Let's go find Nahida and see what else we can find out. Darf ich jetzt? Ja. Danke, Paimon. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Genshin Impact. Ich sag jetzt einfach guten Abend alle zusammen, hier sind mir zu viele Leute. Patch 3.3 ist da. Und das Wichtigste, was man bei jedem Start macht, man kassiert, wollen wir Entschädigungen für Routinewartung? Achso, das sind die üblichen Dinge. Ich habe das nie gelesen, immer bloß eingesammelt. Plus nochmal die 200, was wir ja für die jeweils, oder die 800 insgesamt, was wir ja für den Preis da bekommen, was die bekommen haben. So, wie schaut's jetzt aus? Händler. 12.000 haben wir jetzt. Wir haben 9. Wir tauschen jetzt einfach mal hier. Ach komm, ich hau die alle weg. Ich will ja eigentlich nichts ziehen, aber wir ziehen jetzt hier einfach mal 20 Stück. Vielleicht bekommen wir unseren 4-Sterne-Charakter. Ach komm, scheiß drauf, ich fang doch an. Guten Abend, Mel, Leonid, Lilly, Nagini, Angelika, Jamie, Pumpman. Oh, das waren doch nicht so viele. Das hat so viel ausgeschaut. Und natürlich an alle anderen, die da sind. Wir ziehen jetzt doch 20 Dinge. Ach ja, machen wir die göttlichen Kurs, sonst geht mir das Ding die ganze Zeit auf den Sack. Da ist der Typ, der eigentlich nicht existieren sollte, weil er ein Penner ist. Schauen wir mal, was passiert. Starten wir einfach mal mit dem Zeug. Wenn wir unseren Vierer kriegen, sparen wir uns 10. Oder wir kriegen gar keinen Vierer. Ja. Okay, super. Ja, wir freuen uns immer mehr. Okay. Okay, dich wollte keiner haben. Okay, das war's schon. Der erste ist schon mal geil verschwendet gewesen, aber wir haben wenigstens die einen Punkte bekommen. Oh, die letzten 10. Ich will ehrlich sein, es wäre schon ganz cool gewesen, ihn zu bekommen. Ich brauche einen neuen, den ich von der Klippe schmeißen kann. Und der für immer auf Level 1 bleibt. Wow, und 4-Sterne-Waffe halt, leck mich. Wow, zweimal Goro. Na gut, dann bleiben wir halt bei Goro und bekommen sonst nichts. Kein Problem. Warte mal. Nein, wir holen nicht neue. Na, was ist denn jetzt da drin? Geht da raus. Wo ist der eigentlich? Da ist er irgendwo. Ja gut, den haben wir noch gar nicht oben. Okay, dann haben wir das da. Schauen wir uns doch mal die Aktion an. Probelauf mit dem Pfeifenheini. Das ist das andere. Schlachtfeld von Würfel, Katzen und Karten. Oh ja. Darauf habe ich mich gefreut. Legende. Eine Kartenrücken, die man im Kartenspiel genial Beschwörung erhalten. Ah, okay. Duelleinladung. Kartenspielwappen für Anfänger. Codex-Schatulle. Codex-Schatulle? Das ist ein Kartendeckhalter. Wir können sie hier mal ausprobieren. Ich meine, sie ist eh nichts Besonderes. Finde ich. Sie schaut ganz nett aus, aber es war es eigentlich auch schon. Hä? Ich weiß nicht mal, was das macht, Mann. Ah, okay, das macht's. Ja, ist doch ganz lustig. Das finde ich ganz cool eigentlich.
Das fliegt jetzt die ganze Zeit durch die Gegend und macht Anemo-Schaden. Das einzige Problem ist bloß, du musst es halt auch da hinstellen, damit es auch trifft. Ah, okay, das zieht die auch zusammen. Oh. Hä, was macht der? Ja, es ist ganz witzig, aber das war's auch eigentlich schon. Oh, es kommen ja noch mehr. Genau, räumen wir wegen auf. Geht schneller mit dem. Oder mit ihr. So. Oh, ich habe ja einen Heiso, sehe ich gerade. Der ist eigentlich ganz lustig. Aber den habe ich das letzte Mal nicht bekommen. Ja, aber ist jetzt auch nichts Schlimmes. Guten Abend, Klaus. Achso, ja, den Scheiß haben wir auch wieder. So. Das haben wir alles. Was hatten wir jetzt da eigentlich noch? Das haben wir alles gekauft. Ja komm, 10er lassen wir noch drin. Nein, nicht 68. 10. Das ist aber auch schon das letzte, was wir jetzt dann machen. Vielleicht kriegen wir es ja doch. Vielleicht hat man doch irgendwann Lust, einen Animo-Charakter aufzuwerten. Klicken wir uns durch. Bla bla bla. Alter, wie es halt wieder eine Waffe wird. Naja, fürs nächste Mal ist auf jeden Fall gut. Da sind wir schon 30 im Plus. So. Aktion. Ach ja, Steam hat gespielt. Das können wir einsammeln. Ja, spielen wir den Pfeifenhandy halt noch für die Dinger. Ne, spielen wir Steam. Weil dann haben wir die Dinger durch und kriegen die Dinger, die Primos und das war's dann. So. Ich bin auf jeden Fall echt gespannt auf das Kartenspiel. It's showtime! Das hört ja nicht auf. Ja, das bin gestern nachgeholt. War auch bloß eine Stunde am Ende. Und so, dann haben wir das auch. Oh, und jetzt müssen wir den anderen Spacko mal anspielen. Jetzt ist bloß die Frage, gehen wir erst zu Nahida oder spielen wir erst das Kartenspiel? Oh, das nervt mich in meinem ganzen Körper, dass ich den jetzt spielen muss wegen dem Zeug. Hä, ne, ist doch kein Problem, Klaus. Wenn du da bist, bist du halt da. Search for it. Wretched vermin. You're dead. The wind rises. Know your place. Squall and fury.
Ich frage mich, wenn ich ehrlich bin, gerade, warum du überhaupt eine Wohnung hast, wenn du da eben die ganze Zeit unten bist. Ergibt für mich halt gar keinen Sinn, wenn du in einem Jahr, bloß ein Vierteljahr vielleicht in deiner Wohnung bist. Geschöpfe oder besiegen Verschwerfungen des Garnusch, bla bla bla. Besiegt, ach so, besiegt und schwer. Ich denke mal, hä? Gehen wir erst zu Naida? Wir wollten die Antworten haben. Gehen wir erst zu dem blöden Kartenspiel. Oh, da ist die Ding. So, Sucrose, the package you mentioned that you received before, it's not dangerous, is it? You need to be careful when you're opening packages. I once had a friend mail me some research materials, and all the bouncing around in transit caused a reaction. Once I opened it, oh, it let out a stench that could wake the dead. If your package contains anything like that, then maybe you should check with Albedo first and see what he thinks. No, this package didn't contain any hazardous materials. Timaeus! Sucrose! What are you two chatting about? Oh, hey, you two. We're just talking about a strange package that Sucrose received recently. A strange package? Yes. I believe it's from a Sumeru scholar who came here to study in Mondstadt. It's most likely a thank you gift for collaborating on some research together. Huh? A package from an academia scholar? Oh, then there could be anything inside. Aber da ist ein Geschenk. Aber da ist ein Geschenk ist? There wasn't anything dangerous inside, just a bunch of strange cards. I think I've seen Timaeus with some similar looking cards before, so I came to ask him about what they might be. You've seen me with some cards? Maybe those were the testing cards used for distinguishing reagents. No, they didn't look like test cards. Here, have a look. Ah. Ich finde halt die Artworks wieder geil. Oh, you meant these? Huh. Sucrose, have you really never seen these before? Ich auch nicht und ich bin hier auch schon ewig. No, never. Recently, I've been spending all my time up in the mountains working on cultivating pentatonic sweet flowers. Why? Is this an area of research that has started trending in the alchemical community during my absence? You could definitely say that it's trending, but not as an area of research. It's a card game that's been getting really popular these days. It's called Genius Invocation TCG. Genius Invocation TCG! Das ist tatsächlich geniale Beschwörung. Geniale was? Genius Invocation TCG! Haven't you heard of it before? Apparently, it's a game that was invented by a scholar in the academia. People from all over are playing it now. Jemand von Sumeru hat es entwickelt, Alter. Die haben alle einen riesigen Stock im Arsch, Alter, dass die überhaupt sowas machen. That's right. The game's been catching on lately. The Yae publishing house in Inazuma has even published a series of light novels based on the game. The story is really good. It starts with a young guy in Sumeru who finds an ancient casket of tomes in the attic. He opens it and discovers that the soul of an ancient TCG player called the Crocodile King has been captured inside. Ist es der aus Donkey Kong, der Krokodilkönig? It turns out that the Crocodile King was King Croc? Desheret's viceroy, who battled an opponent named the Ibis King. During the match, the Crocodile King fell prey to his opponent's scheme and was sealed away in the casket of tomes. After being unexpectedly released by the kid, the Crocodile King possesses him and helps him to gradually climb the ranks and become a legendary TCG player. Weil das habe ich vorher gar nicht mitbekommen, nachdem er durch einen Jungen gerettet wurde, verband sich der Alter, wie die halt die totale Yu-Gi-Oh! Story da reinziehen, ey. Timaeus. Huh?
What's wrong, Sucrose? If you're interested in how the story plays out, I can lend you the novels. No. I was just thinking about that time you requested an extension on your progress report deadline, citing personal reasons for the delay. Well, I did go through a phase recently where I wasn't putting enough focus on my work, but it's under control now. I've committed to not even touch Genius Invocation TCG until I've made enough progress in my research. Well, that's unfortunate. Oh? Why's that? Well, since it's a gift from a researcher I've collaborated with, I thought that I should at least try to learn the rules. That way, I could say that I at least tried to appreciate his gift. Wie alle im Hintergrund der Hund rumrollt. Oh, right. And since it's a game from Sumeru, who knows? Playing it might even make you smarter. Dann muss Paimon sie öfter spielen. Just wait until Paimon plays it enough to become smarter than you. Then you'll be sorry. Although, it seems like we can't learn how to play it anytime soon, because Timaeus has given up for a while. Well, research is my priority, you know. But if you'd like to learn the rules of Genius Invocation TCG, then I'd actually suggest you go to the Cat's Tail. Zum Katzenschwanz? Yep, that's the place. It's where everyone in the community goes to play when they have time. They gather there, trade cards, and they're very welcoming to new players. Oh, das ist aber total unrealistisch. Man muss total toxisch sein. Trying to learn the rules can be intimidating at first, but it's a lot of fun once you get the hang of it. Understood. Traveler, Paimon, let's go to the Cat's Tail and try asking around. To be honest, hearing Timaeus talking about the game has also piqued my curiosity. Well, what are we waiting for? Let's get going! Los geht's. So, jetzt halt. Guten Appetit. Schlachtfeld von Würfeln, Katzen und Karten. Aber ist auch geil. Die packen die Hintergrundstory von Yu-Gi-Oh! Rein und nehmen das Trading Card Game von Witcher. Wir nehmen einfach alles und missen's. Aus dem Weg, ihr Katzen. Alter, ist das eine große Katze. Welcome to the Cat's Tail. Ah, it's the Traveler and Paimon. What a nice surprise. Oh, and Sucrose the Alchemist. It's been a while, hasn't it? I'm afraid I've already told you before. Fur from the Cat's Tail staff is not for sale, no matter how much Mora you offer. Don't worry, Margaret. We're not here for that research project I told you about last time. Fällt der Mitarbeiter? Sucrose, what kind of experiment were you trying to do with the cat's tail? Oh, I just wanted to test out some hypotheses, and I needed some materials. But, we can talk about that later. Actually, Margaret, we're here to learn more about Genius Invocation TCG. Sucrose erklärt Margaret den Grund ihres Kommens. Ah, Genius Invocation TCG. We were just talking about that game. Die Katze mit ihrem kleinen Scheißhut und der kleinen Schleife. Fuck, wie hat das wieder geheißen? Ist ja egal. You see, more and more people have been gathering at the Cat's Tail to play. So I thought, why not have a dedicated staff to serve the new customers? Speaking of which, I believe you've already met. Met who? You know, Prince. This is the Cat's Tail after all. So I thought having a cat take care of our new customers would be quite a nice touch. Allow me to interpret. Prince says that the word customer is much too loose of a term, and we should instead refer to anyone who loves dueling with cards as TCG players. My mistake. So it seems I haven't introduced you yet. This is Prince and Shuyan. They will be in charge of taking care of our TCG players. I'm afraid I must correct you there, ma'am. Only Prince, the strongest and most formidable TCG player of all, is capable of providing valuable guidance to our new players.
The average player is incapable of grasping the subtlety and sheer genius behind Prince's every play, and he has no choice but to rely on me to communicate with everyone. I am merely Prince's lowly assistant, that's all. Wow! Another guy who can understand animals! How can you use such a crude word as animal to describe the one and only Prince? He is special and the only one of his kind. Such a remark is an insult to Prince. Die Katze. Okay. Lassen wir es einfach mal so stehen. Oh? What's that? Shuyen. In the eyes of the common folk, I look no different than any other ordinary cat. It's a natural mistake to make, and you shouldn't overreact. Ah, understood. I do apologize. It seems he really is capable of communicating with the cat. Could this be the result of some modification to the language center of his brain? Seriously, how can he get all of that from a simple meow? Nachtpieps. Beeindruckend. Yes, it was the Sacred Duels of Genius Invocation, TCG, that formed and cemented our bonds of mutual understanding. It's my firm belief that by simply playing the game, players can develop a deeper level of understanding between one another. So, playing Genius Invocation TCG fosters some sort of a telepathic link between players? Nein, er ist wahrscheinlich einfach nur bescheuert. Somehow Paimon doubts that. Uh-huh. Anyway, if you'd like to know anything about Genius Invocation TCG, then please ask Shuyen, who will ask Prince. Though I'd love to explain more myself, it's time for my daily walk. I'll let Prince play a game with you and walk you through all the rules. Just as a seasoned warrior can foresee the path of his opponent's sword, so too can I, as a TCG master, predict my opponent's every play. It would be improper to pit a newcomer to the art of the card against one such as myself, and I must therefore politely decline. Ich weiß nicht, vielleicht liegt es daran, dass ich ein wenig müde bin, aber der geht mir voll auf den Sack, Alter, dass ich am liebsten über den Tisch springen würde und ihn ins Gesicht hauen würde. Am besten mit dem Fisch, der da im Hintergrund ist. Der macht mich irgendwie leicht aggressiv, der Typ. That's what Prince said. Oh, Prince doesn't want to play with us, huh? Fine, then Prince doesn't have to. We'll play you instead. I'm sorry, but from the day I met the mighty card master Prince, I swore an oath that my hands would live solely to hold the cards and not to play them. I will never play another match of my own again. Scheiße, jetzt knackt's nicht. Ich geh da gleich echt rüber, ey. Katzengras sind wirklich ungeeignet, um sich Karten zu krallen. Was für eine komplexe Hintergrundgeschichte. If Prince is unwilling to play, then I guess we should look for an alternative. How about this? Diona! Yeah, blah, blah, blah. What is it? I'm pretty busy over here, you know. Was hast denn du die ganze Zeit da unten gemacht? Why is it that every player that sets foot in here to play Genius Invocation TCG has to have a drink? Ugh! Don't they have any clue that the key to playing a game is the ability to think straight? Seriously, games and drinks don't mix. Don't they get that? Ugh! What can I say? As the tavern owner, I can't help but feel happy to hear this. Anyway, I see you've been working hard, so I thought you could use a break. So why not come over here and teach these customers the rules of Genius Invocation? Ha! Yeah, what kind of break is that? I'd rather not. Oh, why are we letting all these loafers come in here to play Genius Invocation TCG anyway? All it does is encourage more people to come to the bar for a drink. Dass die dieses TCG jedes Mal mit dazu erwähnen. You know, if drink sales keep going up like this, pretty soon Mondstadt's alcohol industry is gonna reach new heights.
Looks like my first step in destroying Mondstadt's alcohol industry should be stamping out the spread of Genius Invocation TCG. My dear, you are quite mistaken. You said it yourself, a clear mind is necessary to win. Soon, their thirst for victory will overcome their thirst for alcohol. Prince speaks the truth, Diona. Not only is the spread of Genius Invocation TCG no obstacle to your goal of destroying Mondstadt's alcohol industry, it could even support you in this endeavor. Could it really? Sure, why not? Alrighty then. Our 2 customers are waiting to learn. Shuyan, let's put you on drink mixing duty for now. But Shuyan is destined for a far greater purpose. Shuyan, drink mixing, now. Okay. Ooh, all right. We'll need some space to learn. Let's go to that empty table over there. Oh, Gott sei Dank. Weg vor dem Spinner. Boah, weg hier. Gott, macht er mich fertig, ey. Okay, let's go through the rules. First things first. You'll be needing your deck, so place that on the table. Deck? Yes? You should have built a deck. You know, a set of cards that meets the bare minimum requirement to play the game. What's with the blank stares? Come on. Don't tell me you came to learn Genius Invocation TCG without bringing any cards. Nicht ganz mit leeren Händen. That's right. We have some cards that I received from a friend. Yeah. You're gonna need a few more cards than that. Okay, let me think. To learn the game, you'll need at least 2 character cards to switch between. Oh, that reminds me. A few days ago, when I was closing up for the night, I noticed a customer had left a couple of character cards on the bar counter. Maybe you could use those for now. Are you sure that's okay? It's already been a few days and he still hasn't come back to claim them. Who knows? Maybe he left them here on purpose. Oh, okay, yeah, I got them here with me. You know, just in case the customer came looking for them. Yeah, not because I like to play the game or anything. Please. Sione. Alright, so now we have 2 character cards. That's everything we need, right? Yup. So, are you ready to start? Los geht's. Then let's begin. Figuren, Karten und Angriffsmodell. Geniale Beschwörung Basis 1. Welcome to the world of Genius Invocation TCG. Muss ich die 2 haben? Kann ich nicht einfach die anderen haben? Die sind mir lieber. Auch wenn die wahrscheinlich stärker sind. Simply put, this is a game where you control character cards to duke it out with your opponent. Pew, pew, pew. Once you've defeated all of your opponent's character cards, victory shall be yours. Now then, you're gonna need a character on the field to start with. Nehmen wir mal für die Look. Hallo? Let's finish Ah, this jetzt. swiftly. First, we roll 8 elemental dice at the start of every round. These dice 4 mal Feuer. correspond to elemental energy. We'll be spending these dice to perform actions. Oh, was ist das? Multi? Bestätige das Würfelergebnis. Würfelphase endet. Once the roll phase is over, you'll enter the action phase, where the real game starts. During the action phase, you can spend elemental dice to perform various actions. Of course, the most common action is to use character skills. Ah, okay. Deluxe Elementarfähigkeit. Angreifen kostet 1 und 2 irgendwas, oder was? Sieht man, was das ist? Ah ja, 3 Dinger haben wir ja. Go. 3 Punkte Pyroschaden verursachen. Plus 2, wenn diese Fähigkeit zum 3. Mal in einer Runde angewendet wird. Not bad. You just made your first attack.
During the action phase, both sides will take turns making their moves. After you use a skill to attack your opponent, it's their turn to attack. Schlagsprung. And as you can see, once the enemy finishes their move, it's our turn again. Ah, okay, ich kann die 3 nehmen. Now, these are omni-element dice. They can be spent on any move regardless of the elemental type. So, we're gonna use them to pay for the pyro dice needed for this skill. Go on, get... Zack. Hä? That was pretty good. That's one opponent down for the count. But the game has only just begun. Remember? You have to defeat all opponents to win. As much as we'd like to attack again, seems like we've run out of usable dice. In that case, let's end this round. After you end round, you won't be able to do anything else this round. And once everyone chooses end round, we can move on to the next round. Guten Abend, Skies. Runde beenden. Der hat auch nichts mehr. Jetzt kann ich würfeln, oder? Right. And a fresh new round means time to roll the dice again. That's how we're gonna get the elemental energy we need after Okay, all. jede Runde wird neu gewürfelt. Guten Abend, Skies. Ooh, that's some terrible luck. Well, there's no way we'll be able to use D-Luke's skill now. But don't worry, situations like these are why we have the option to reroll. Once per round, you can select all the dice that you don't like and reroll them. Ja, alle halt. Gut, bis auf 1. Aber ist auch cool. Naja, cool, einmal können wir... Ah, Omni haben wir auch bekommen. When the action phase begins, the player who this means that since you finished first the last round, you'll be the first to start this round. Alrighty then, let's learn a little bit about energy and elemental bursts. Each time you use a skill, your character will gain 1 energy. Ah ja, genau, das hat er jetzt. Once D-Luke's energy is full, he can use a powerful elemental burst. But we're still 1 short. Never mind. Let's start with a normal attack instead. D-Luke's normal attack only needs 1 pyro die and 2 other dice of any type. In any case, your normal attack needs fewer pyro dice than your elemental skill. Genauso wie Elementarfähigkeiten gewährt dir auch der Standardgriff nach dem Anwenden einen Aufladungspunkt. Super. 3. Now we have 3 energy, plus we have enough pyro elemental dice left over. It's time to use your powerful elemental burst! Montag, Dienstag, Mittwoch waren Streams. Mit heute. Time for retribution. 8 sogar, hui. Aber gestern war es ja nur 1 Stunde. Zum nächsten Duell. Ja, ist ganz witzig, muss man halt dann schauen, ne? Setz los. Greifst zuerst an. In an actual game of Genius Invocation TCG, you need to use multiple character cards to form a party. Next up, it's time for your second character card, Kaya, to take the stage. It seems like any move by Kaya is gonna cost quite a lot of cryo dice. Warum behalte ich denn Feuer? When you deal cryo damage, you'll cause your target to be affected by cryo.
Freeze. Weil du den Feuer nicht ausgewählt hast. Der war nicht zum Auswählen. Der war ja frei. Good. Now our opponent is affected by cryo. This is a good time to learn about elemental reactions. Ah, okay. Das Feuer ist nicht zum Auswählen gewesen, weil man es braucht für die 3 Dinge. Different types of elemental damage affect enemies with different elements. When a character is affected by certain elemental combos, an elemental reaction will be triggered. At the moment, your opponent is affected by cryo, so we should try and use a pyro skill on them. Looks like we have to switch active characters, though. Oh, that reminds me. Both sides must have one active character, while others are considered standby characters. Sich in einer von den liegenden Positionen als inaktive Figur. Normally, we can only use the active character skills. Now, if we want to use the skills of our standby character, we'll have to switch them to the active character. In this case, we'll have to switch to D-Luke in order to use his skills. Wieso hat sie sich jetzt da so angenervt gefühlt? Angehört? Die Look? You can spend one elemental die. Let's go. Ah, okay. Switching characters is an action, just like using a skill. So once it's done, it's your opponent's turn. Most skills can only target the active character. As you can see, your opponent just attacked D-Luke. Alright then, now that D-Luke is our active character, it's time to use his skill. Because zieht the wahrscheinlich opponent 5 is ab. already affected by cryo, dealing pyro damage triggers the melt elemental reaction. When triggered, melt increases damage dealt by 2. This will allow you to deal loads of damage in one go! Genius Invocation's elemental reaction system is pretty cool, huh? Wie sie voll abgeht. Gewonnen. Fast wie wenn ich nichts anderes hätte schaffen können, außer zu gewinnen. Alright! Next up, let's learn how to use card types other than character cards. Oh, das ist ja cooles Paimon-Bild. These cards are all known as action cards. Each time a match starts, you have to draw 5 action cards to form your starting hand. Du greifst zuerst an. Ah, ein Feuer hielt die Schuhe. Uh-oh. Looks like we don't have any elemental dice we can spend to make an attack. Kann man nicht einfach alle irgendwie auswählen? Macht's ja gerade nicht besser, oder? Seriously? We still don't have any usable dice even after that reroll? Well, never mind. Even in cases like this, we can still attack. We just need to put the action cards in our hand to good use. Don't underestimate action cards. They can grant all kinds of support and buffs to your active character. Take this one, for example. Wähle weißes So Eisengroßschwert. playing this action card will require 2 of these. See the symbol? Yeah, that means you'll need to play elemental dice of the same type. Some other cards will cost you these instead. The cost requirements for these are much more lenient. You can still cross that bridge when we get there, though. For now, just play this action card. Wir müssen 2 Elements verbrauchen. Welches? Achso. Erde? Ah, jetzt. So, playing an action card from your hand is a form of fast action. Fast actions do not end your current turn. Simply put, you can continue to act even after playing an action card. Well then, you have your blade. Time to test it out. But wait, D-Luke's elemental skill costs 3 pyro dice, and right now, we don't even have 1. Well, not a problem. This is where we can use a more advanced mechanic known as elemental tuning. By discarding 1 card from your hand, you can convert 1 elemental die into the element of your current active character. Okay, das ist ja cool. And this card isn't useful right now. So
we might as well use it for elemental tuning. Okay, ich nehme das da. Zieh's da rüber. Pyro. Da. Sometimes you won't be able to perform any actions you want to because you didn't roll the elemental dice you wanted. Oh well. Moving on. Ingenious Invocation TCG. Keeping up a constant flow of combat is much more important than the number of cards you have. In this case, well, let's just take all these useless cards and use them for elemental tuning. Just like playing cards from your hand, elemental tuning is a fast action. Come on, hurry up! Use elemental tuning to get yourself 3 pyro dice. Ja, ist ja gut. Hab ich doch. Das nervt mich jetzt hier nicht da. So, jetzt. Would you look at that? well. Finally, we now have enough elemental dice to use Searing Onslaught. Ja, es Because zieht you nur have 3 the ab. White Iron Greatsword equipped, Ah. Searing Onslaught will deal 1 extra damage. What? Wie die Jona halt da drin voll aufgeht, ey. Endprüfung. Comes the final part. Hoo yeah! In a real match, you can make adjustments to your initial hand. At this time, we can select any number of cards in our hand to shuffle back into the draw pile, and then draw the same number of new cards. What? Welt des Süßmarien, das Hühnchen in Favonius-Kathedrale. Stellt der gewählten Figur einen Lebenspunkt wieder her. Stellt deiner aktiven Figur 2 Lebenspunkte wieder her. Okay, es gibt auch Lebenspunkte-Karten. Once you have confirmed any adjustments you wish to make to your starting hand, both players have to select their starting active character at the same time. Oh boy, this one's a real doozy. We gotta take it out pronto. Let's see how you do this time. Remember, start by selecting your initial starting character. Würfel kommen noch, aber wen nehme ich jetzt halt? Wir könnten eine Elementarreaktion versuchen zu aktivieren. Ready when you are. Okay, Eis haben wir da. Oh, wir können beides einsetzen, sehr schön. Hey, look at you! You sure are getting the hang of these rolls. Now let me teach you one last trick. You can preview your opponent's actions. I mean, that is to say, you can read their intent. Ja, Biominuten kenne ich ja. Intention des Check Gegners it out. lesen? So here's where you can see all your opponent's intentions for this round. All your opponent's intended actions for the round will be listed here in order. Reference this to come up with effective countermeasures and easily defeat your opponents. Well then, that's the end of the tutorial. You're on your own from here. Maybe. Okay, dann darf ich endlich. Was machen die Sachen eigentlich? Ausrüstungskarte. Beim Anwender der Fähigkeit oder Anlegen vom Talent durch die Figur. Pyrowürfel Verbrauch 1, einmal pro Runde. Jede Figur kann maximal ein Artefakt anlegen. 1 dazu. Verbraucht 2 Elementarwürfel, damit sie 2 Omniwürfel werden. Das wäre eigentlich nicht schlecht, ne? Sehr gut. Dann packen wir ihn und Eis drauf. Ah, ich muss ja einen verbrauchen für Ding, ne? Um ihn zu wechseln. Scheiße. Ja, okay. Let's go. Jetzt eine Runde beendet. Wobei, da kann ich aber eigentlich 5, ne, es zieht eh bloß 5 ab.
Brauche ich 2 Würfel dazu? Ne, dann könnte ich das Ding nicht mehr einsetzen. This will be interesting. Achso, ja, Runde beenden. So, jetzt schauen wir mal. Wait. Achso, There's neue one more thing I Karten almost ziehen. forgot. Every time you hit an end phase, you get to draw 2 cards from your action cards pile. Remember, you have to make use of both your elemental dice and your action cards to win. Gegner die Vorhand. Würfelphase. Ach du Scheiße. Okay, seine Fähigkeit können wir einsetzen. Ja. So, jetzt kann ich seine Ulti dann einsetzen. Aber dazu müsste ich dann Karten umwandeln. Lalala. Warte mal, was braucht er? 4, 5, 6 Stück. 2, 4. Oh, kann er nicht mal nutzen. Ja, dann kann es mir ja egal sein. Einfach drauf. Okay, geht. 19. Warst du nicht vorhin schon da? Ja, das ist ein cooles Kartenspiel. Ich will die Spezialkarten haben. Das nervt mich jetzt schon, dass ich die animierten Karten nicht habe. Genial. Warte mal. Geniale Beschwörung ist ein temporeiches Kartenspiel voller Spannung. Stellt ein Deck aus Figuren und Aktionskarten zusammen und fordert die verschiedensten Gegner am Spieltisch heraus. Würfelphase. Zu Beginn jeder Runde hältst du 8 Elemente. Hä, das wissen wir doch. Ja? Ihr wisst schon, dass mir gerade nichts Neues erzählt, ne? Warte, was war das? Alright, Egal. cool. Those are the basics. Did you get all that? Ah, stimmt, das Leonid. Ihr habt dieselben Dinge. What we just played was an adventure challenge designed specially for new players. Genius Invocation TCG can be played in duel mode, where each player brings 3 character cards, or in adventure challenge mode, with a fixed deck for each challenge. But the rules are all the same. As long as you understand the basics, then you should be able to take on any of those rowdy booze hounds. Although I feel there are still many details to grasp, I think I understand the basic premise of the game now. That was quite the detailed explanation. I didn't know the Cat's Tail's famous mixologist had such an eclectic skill set. Warte mal, Dialog ist im verdammten Katzenschwanz? Hast du nicht eine eigene Taverne? Geh mal weg hier. What? Oh, when did you get here? I stepped in while you were in the middle of your explanation. I hope I didn't dampen the mood. Nein, gar nicht. You snuck in without making a sound. Anyway, what are you doing here? The Cat's Tail is a player in Mondstadt's alcohol industry. Naturally, you have some collaboration with my winery. I'm here today to discuss a few items of business with Margaret. Too bad she just left. But if you head off right now, you might still catch up with her. Never mind, it's nothing urgent. In fact, I think I'm now more interested in this card that you're using to teach them the game. Der hat gesehen, dass wir eine Dino-Karte haben. Wait, this card? It's Diluc's character card. Although I have some degree of experience with Genius Invocation TCG, seeing this particular card is a first for me. A customer left it behind a few days ago, but he wasn't even playing the game while he was here. Oh? And what sort of a customer was he? He wasn't wearing an eye patch, okay? He had a light complexion and a super serious look on his face. He wasn't much of a talker and looked like he was just drinking his worries away. Never seen him around here before. Warte, war das Kea, Alter?
Eye patch, you say? Auf jeden Fall, Kea. Gah, I was trying to give the opposite description, but I just ended up giving it away. Sorry, guard captain. Don't worry. Somehow, I don't think he'll be giving you any trouble over it. So, what about the Diluc character card? I don't mind. It's just a card with my image on it. I didn't expect Diluc to be familiar with Genius Invocation TCG. The game has been catching on lately. It's hard to go anywhere without hearing it mentioned. Every now and then, I'll sit down and play a game with the customers in Angel Share. Mir sofort, dann ist jetzt Zeit für ein Duell mit mir. Das spricht man aber anders aus. Man muss Duell sagen. Das ist Yu-Gi-Oh! Es steht im Yu-Gi-Oh! Wörterbuch so drin. Möchtest du jetzt eine Runde spielen? I was hoping we could play a game, but this issue of someone leaving a character card with my image of the cat's tail is very intriguing. It's getting late, and someone has some explaining to do. We'll have to have that duel another time. Kein Problem. Good. Then I'll take my leave. Kann mir jetzt jemand meine You know where the Karten door geben? is. Don't let the door hit ya where Lord Barbados split ya. Was? Warte. Alter, sie sagt halt einfach auf Wiedersehen, während diese voll den Spruch raushaut. Was soll denn der Scheiß? Uh-oh. Guard captain. I hope Kaya will be alright. Ja, passt schon. Well, now that we are familiar with the rules, why don't we try playing a game of Genius Invocation TCG? Aber ich will neue Karten haben. Ooh, 2 new players having their first ever duel. This sounds like fun. But in order to play an official duel, you need to have 3 character cards. Was ist denn eigentlich mit dieser Bundeslade, die da in der Mitte steht, ey? Kann man die aufmachen? Ist da was drin? Oder steht die einfach nur im Weg, dass man den Gegner nicht sieht? Remember, a complete deck has to have 3 character cards and 30 action cards. Got it? Then, let's use my cards. These were mixed in with all the others I had received. And I didn't know what they were for at first. But now that we've learned the rules, I can see that this one must be the Sucrose character card. Now, it looks like we each have the Kaya, Diluc, and Sucrose character cards. So why don't we have our first duel? Ja klar, dein Wunsch sei mir Befehl. Alright, let's duel. Können wir auch ein Duell der Schatten machen, damit der eine von uns dann drauf geht, wenn wir verliert? Das ist wieder ein geiles Artwork. Verlegt ein Artefakt, Ausrüstungskarte von deiner Figur zu einer deiner anderen Figuren. Beim Wechsel deiner Figur Elementarwürfelverbrauch -1. Okay, da brauche ich keine Elementarwürfel verbrauchen. Okay, das ist ganz cool. Nur für Bogennutzer, okay. Warte, was? Ich hab die jetzt... Unlike the adventure challenge you tried previously, duels are true tests of strength between 2 Ich hab vergessen, dass es die ausfällt. Ich wollte doch bloß wissen, was die machen. Ups. Anders als die bisherigen Abenteuer-Herausforderungen ist das Duell ein echter Schlagauto zwischen 2 Karten In beschwört. a duel, your opponent can also use action cards, and they'll also be able to grab new cards during an end phase. At the same time, your opponent must also spend elemental dice to take actions, so you'll be unable to view their intent. Are you ready? It's time for some exhilarating fights to the bitter end. Mjausa! Jausa. Guten Abend, Swanny. Was haben wir jetzt da unten eigentlich? Was ist das jetzt schon wieder? Wenn du eine Fähigkeit angewendet hast, wechselt danach deine nächste inaktive Figur zur aktiven. Deine aktuelle aktive Figur erhält 1 Punkt Aufladung. Oh, das ist cool. Und was war das nochmal? Der Anlegen vom Talent durch die Figur. Pyrowürfel Verbrauch -1. Einmal pro Runde die Figur maximal ein Artefakt anlegen. Okay. Stopper mit Sucrose. Winterschaffungsexperiment 6308. Verbotene. Ich will sie I benutzen. want to help. Wie sie halt auch die Sucrose benutzt. Gib mir Wind. Ah, sehr gut. Und so ein Ding.
Warte mal, wir könnten... Wir haben nur ein Feuer, ne? Was war das? Wechsel danach die nächste inaktive Figur. Benutzen wir Geo. Ja, ich hab doch drauf gedrückt. Achso, ja, der wählt ja automatisch aus, ne? Und dann tue ich es wieder weg. Dann... Nein, nicht... nein, zurück. Das verwandelt dich ja in Animo. Okay, passt schon. So, jetzt benutzen wir das da. Hä? Wechselt die vorherige Figur des Gegners zwangsweise zur aktiven Figur. Und das will ich nicht aktivieren. Dann wechselt er ja einfach auf Kea. Das ist aber nicht geil. Ach, scheiß drauf. Stand clear. Was ist das? Okay, der erhöht dann. Hä? Ah, jetzt halt. So. Hat seine Runde beendet. Dann wechselt mir auf den Kea noch. Ah, ich vergesse immer, dass das automatisch ausgewählt wird. Und Runde beenden. Oh, was ist das für Zeug? Gegner die Vorhand. Oh. Ah, ich hätte noch mal würfeln können, ich Depp. Na, egal. Achso, ich bin jetzt dran. So. Was haben wir da schon wieder? Hä? Nächsten Wechsel deiner Figur. Metallverbrauch -1. Verlegt eine Waffenausrüstungskarte von der einer Figur zu einer anderen. Hält einen Punkt Aufladung. Guten Abend, Love Sky. Setzen wir erstmal das Ding ein. Warte, er kann nichts mehr machen? Cool. Dann habe ich danach nur noch 2, ne? Darn. I didn't factor that into the equation. Du hast doch zu viele Karten benutzt. Du bist weiter am Zug. Ja, das Hauptding kann ich gerade nicht einsetzen, dann lassen wir es mal, hätte ich gesagt. Ja, wobei. Okay, Runde beenden. Aber was ist das schon wieder? Gegner die Vorhand. Ah, sehr schön. Ja, nicht ganz. Animal test 6308. Wow.
Nein, nicht wechseln. Ich wollte doch... Ach, Penner. Beim Anwählen Fähigkeit oder Anlegen von Talent durch die Figur G-Würfel verbraucht einmal pro Runde. Jede Figur kann maximal was? Ach, G-Würfel -1. Er schafft 2 Omniwürfel, Einsatzmöglichkeiten 2. Achso, ich kann es dafür zweimal einsetzen. So. War der erst schon fertig? Warte, wenn wir jetzt 1 und 2 benutzen. Ah, dann kann ich das super Ding trotzdem nicht nehmen. Und Sucrose ist weg. My research... Oh, I wasn't expecting that. Achso, ja. Dass die nicht automatisch die Runde beenden. So, mal schauen, was der Gegner jetzt anstellt. 1. Okay. Boah, ist er doch schlimmer wie vorher. Egal. Boah. Der Hund. Warte mal. Was habe ich da jetzt alles? Was ist das da? Donnerkrone. Verbrauch -1 von Elektrowürfeln. Das da habe ich noch. Schalte alle Beschwörungen aus. Was ist da für Beschwörungen? Time for retribution! Oh, wie er nichts mehr machen kann. Wie schön. Hey, ich muss doch nichts machen. This will be interesting. So, jetzt können wir seine Ulti dann auch mal sehen. Lalalala. Was braucht er? 4 und 2, 4, 5, 6. Oh, jetzt kann ich das nicht nutzen. Naja gut, dann hauen wir halt so drauf. So, tschüss, die Luke. There can be no excuse for defeat. Wie die Karten halt reden, wie wenn sie draufgehen. I can't believe I lost when we had the exact same character cards. The rules must be more complicated than I first thought. Every decision is a difficult trade-off in this game. If there was only a way to transplant the arms of the two standby characters onto the active character's body. That's not how the rules work, Sucrose. Don't be a sore loser. That kind of thing is looked down on in TCG circles. Oh, I am sorry. I was beaten fair and square. I know that. I just can't stand losing. But it was a fun match. Gut gekämpft. Paimon didn't know you could get so competitive, Sucrose. I always get a little upset when I lose. It's like that with my research, too. It always gets to me when my experiments don't go as planned. Especially when there's an alchemy genius like Albedo around to compare myself to. You lost me at alchemy and experiments. But I'm pretty sure it's normal to feel that way. Playing cards is no different. Each game you lose makes you want to win the next one to settle the score. And the desire to win pushes you to improve your strategy and build a better deck. Seizing victory through a winning combination of luck, skill, and experience is where all the fun of Genius Invocation lies. But
What if you keep trying and never win a single game? A losing streak, yeah. That'll definitely get you down. But it's way better to keep trying until you win than to just accept you're a plain old loser and give up. You make a good point, Diona. Besides, Sucrose, you're already making great progress. It'd take at least 8 of our regular booze hounds to match your level. You played well this last match. Ja, ein wirklich tolles Duell. Thank you. I'm just a little disappointed to lose, that's all. But Genius Invocation TCG is a really fun game. Good! Having fun is the main thing. If you ever want to play again in the future, feel free to come by the Cat's Tail. But don't expect me to play with you. I just mean, this place probably has the right atmosphere. I'll definitely be back. All right. I think you should have all the basics down by now. I need to get back to bartending. Shiyan's likely been busy making his tavern more popular with his delicious cocktails. Pui, pui, pui. And we can't have that. Huh. Burning Mondstadt's wine industry to the ground keeps me pretty busy, you know. So if you need any more help, go bother Shiyan. Die größte Zunderin in ganz Genshin, Mann. Verursache in einem siegreichen Duell einmal in einer einzigen Aktion 8 Punkte Schaden. Erledigt. Alter, für manche Dinger musst du dein ganzes Deck umbauen, dass du da... Prinz, red mit mir. I see. Oh, fuck, So er you ist have wieder now dabei. grasped the rules of Genius Invocation TCG. That's right. The Traveler, Sucrose, and Paimon are TCG players now. Oh, hat Paimon auch mit Karten gespielt? Paimon picked it up from watching you and Sucrose. Becoming a TCG player is not as simple as that. You cannot call yourselves true TCG players until you have passed the test. Sobering words from Prince there. But I'm afraid he's right. To become official players recognized by the Genius Invocation TCG Society, you have to pass the test. Eine Prüfung? Yes, although to be honest, it's not that difficult. Basically, to become an official and recognized TCG player, you have to best 3 opponents in a duel. So, you have to win 3 duels against 3 different opponents? The duel you just played can count towards this tally. I agree. Although I didn't get to observe the match myself, I did listen along, and from what I could hear, you both performed at a rather high level. Same way you can hear what Prince says. A well-trained ear is a basic skill expected of anyone hoping to become a TCG master. But back to the matter at hand. The Traveler only needs to beat 2 more opponents to become an official TCG player. Sucrose, you may have lost the last duel, but don't be disheartened. I can assure you that winning 3 games is well within your ability. But first things first, Shuyen. Before that, our TCG newcomers should receive their free gift. Ah, yes, my goodness. Completely slipped my mind. I'm lucky to have Prince here to remind me. Everyone who wants to start playing Genius Invocation TCG is entitled to claim a free casket of tomes. Eine Codex-Schatulle? Oh, Timaeus mentioned it, didn't he? It was from the light novels he's been reading. The thing that the main character found in his attic. Oh, that's right! The soul of an ancient TCG player was trapped inside, right? So the casket of tomes is actually real? Well, actually, all card cases in Genius Invocation TCG are called caskets of tomes. Not only do they provide a reliable and sturdy container to store your decks, they can also sense when other people in the area are also carrying a casket of tomes with them. Ja, aber Alter, hast du mal gesehen, wie riesig die Scheißdinger sind? Oh, Paimon can guess what you're gonna say next. The reason they can sense each other is because they have the souls of ancient TCG players inside.
That would mean an extraordinarily high number of people in history have been turned into disembodied souls as a consequence of playing card games? No. The real reason that it can sense other caskets is because it holds a nifty little mechanism invented by Sumeru scholars. Darn, what a letdown. Es müssen erst massenweise Kartenspieler sterben, damit wir diese Kisten bauen können. Die andere zum Spielen finden. Alright, now let's see this casket of tomes already. All caskets of tomes are issued by Margaret, so you will need to see her to claim yours. Probably for the best. If Prince and I were responsible for handing them out, knowing how eager we both are to promote the game, we'd probably have dished them all out by now. Okay, so go and see Margaret to claim your casket of tomes, use it to find another player, beat them in a duel, and then come back here. But even for the Traveler, that's only 2 wins in total. What about... I shall choose the final contestant he must beat in order to become an official TCG player, for it must be one of comparable prowess. Excellent plan, Prince. Happy dueling, both of you. Okay. Finde Margaret, um die Codex-Schatulle zu erhalten. Wann bekomme ich jetzt endlich mal Millenniumsauge oder sowas? Ich meine, wie will man Todeskartenduelle führen, wenn man kein Artefakt hat? Finde sie steht doch gleich beim Brunnen. Hello, you three. Has little Diona finished teaching you the rules of genius invocation? Warte mal, die soll uns die Schatullen geben. Wo hat denn die? Ich meine, sie hat nicht mal einen Rucksack dabei oder so. Ah, I see you're here for your casket of tomes, aren't you? A very useful tool indeed. Ach, das war das kleine Ding, okay. So this is a casket of tomes. That's right, a purpose-built case for your card deck that can even detect when someone else nearby is carrying one. Gosh, whoever invented this must have seriously disliked being alone. Yeah, well, even the most fun game is pretty lonely if you got no one else to play it with. True. So I'm glad that these customers, TCG players, are able to congregate at the Cat's Tail. Dadurch gibt es auch mehr Gäste. You're not wrong, but that's secondary. The important thing to me is the opportunity for like-minded people to come together and enjoy their favorite hobby. It creates a nice atmosphere. All right. In that case, I'll go find some people to play against too. Let's meet back at the Cat's Tail in a while. Vertrau den Karten in deiner Hand. Du kannst bestimmt gewinnen. Thanks. I'll do my best. Ciao, guten Abend. Mit Hilfe der Codex-Schatulle kannst du dein Deck bearbeiten, bla bla bla. Durch Öffnen der Codex-Schatulle gelangst du in das Deckmenü. Funktion zum Finden von Kartenbeschwörung ausgewählt, erscheinen die Karten in der Position anderer Kartenbeschwörer vermerkt. Okay. Ich will die Codex-Schatulle. Los, gib her. Deck. Passende Figurenkarten, Aktionskarten, lalalala, okay. Deck muss aus 3 Figurenkarten und 30 Aktionskarten bestehen. Im Deck hinzufügen, ziehen sie über den Platz über die Oberseite des Menüs. Ja, halt. Deck ziehen per Rechtsklick, okay. Eine Karte mit genauen Informationen mit zu erhalten. Warte mal, du die Karte nicht nur lesen, sondern auch ihr Aussehen verändern, zu sehen, wie sie erhalten werden kann, wenn du die Details... Okay. Ich habe nur die 3 Schweinerei. Was habe ich denn da eigentlich alles? Das hat man noch nie. Beim nächsten Wechsel deiner Figur, dieser Wechsel gilt nicht als Kampfaktion. Noch nicht verloren, wenn eine Figur aus der Runde ausgeschaltet ist, diese Karte auszuspielen. Erschaffe einen Omniwürfel, deine aktuelle Figur hat einen Punkt Aufladung. 2 Karten ziehen. Ember hat man auch noch nie. Einsatzmöglichkeiten einer gewählten Beschwörung plus 1. Oh, das ist schönes Artwork. Achso, eins ihrer Baron Bunnies hat eine Verletzung. Schalte die gewählte Beschwörung deines Gegners aus. Liegt mit Corona im Bett. Na dann, gute Besserung und hoffentlich nicht zu arg. Ja, okay, wir können eh nichts machen. Wir haben eh keine Karten, außer die, was wir da haben. So.
Okay. Kartenfuzis finden. Warte, wo war jetzt das blöde Deck nochmal? Hier. There's a player nearby. That way. Let's go see. Wir spielen halt jetzt bei seiner Wache, während er vor den Stadttoren ist, um die Sicherheit zu gewährleisten. Wir spielen hier jetzt ein Kartenspiel. It's you. Wie kann man auf jemanden zulaufen? Du bist es. I'm sorry. Is there anything I can assist the two of you with? We want to become official Genius Invocation TCG players. But we have to pass the test first, so we need to be 3 players in a duel. Our casket of tomes led us to you. Oh, I see. Unfortunately, I'm on duty right now. Aber jetzt ist Zeit für ein Duell. Ist das Volk in Not? Schreite retten zur Tat. Are you quoting the Knights of Favonia's handbook at me? So be it. Then let the duel begin. Das war jetzt eine einfache Überzeugung. Oh verdammt, er hat das Ding gegen mich benutzt, das Handbuch. Passt schon. Wie halt nur Hillichurs hat, was ist denn mit dir falsch? So. Let's go. Der ist ja voll easy, Mann. Also wenn ich jetzt nicht nur Scheiße ziehe. Nee, macht's gerade nicht besser. Sonst müssen wir erstmal schauen, was haben wir da wieder? Brauchen wir nicht. Das brauchen wir auch nicht. So. Drauf. Erster weg. Nimm den anderen Dreier. Verdammt. Ich sagte, du sollst den Dreier nehmen. Was war das nochmal? Deine gewählten... Einsatzmöglichkeit deiner gewählten Beschwörung plus 1. Wie jetzt einfach wechselt? Was soll denn das jetzt? Das müssen wir eh beenden. So, nächstes. 2 Kärtchen. 1 zum Heilen, Heilen für was der Geier was. Oh, das war doch... Wow. Was für ein Bullshit. Aber gut, wir können ja erstmal so angreifen. Standardangriff. Und weg damit. Erringe einen Sieg. Ja, der hat auch nur die Hillichur-Karten gehabt. Herausforderung beenden. Schon ganz lustig. Gosh, I lost. You're remarkably good at this, considering how new to the game you are. Let's play again when you have some time. But ideally, not when I'm on duty. We did it! Now we have 2 victories under our belt. Let's get back to the cat's tail. Paimon wonders who Prince is gonna pick as our final contestant. So. Hier meine Wunschkarten kommen. Kauft man die nicht einfach? Mit Punkten? I sensed that he had what it took to become an official TCG player, but he has returned to the tavern more quickly than I had expected. Ah, wir kämpfen gegen Fischl, oder?
Defeat the opponent I have arranged for you, and you shall become an official TCG player. I look forward to watching this game immensely. Not just Prince. I can't wait either. Come, your opponent is waiting for you in one of the private rooms. He won't lose to them, whoever it is. Right, Traveler? Natürlich nicht. What ho, fellow voyager of the stellar void. Yes, even I was briefly discountenanced when I heard the tidings of your sworn oath to become the thrice victorious. But so be it. You who are enslaved by dueling desire, be released from your shackles into the glorious arena of gladiatorial combat. Übt die gerade drin oder redet die mit uns? Step forth, O brave challenger. Your prinzessin grants you an audience. Hearken well. The wretched clock chimes yet again, as the declining light of the day grows dimmer still. Pardon my directness, but we have not been waiting that long. Mein Fräulein could afford to be a little less impatient. Huh? Paimon knows those voices. Your opponent sounds anxious to begin. Do not delay. That's what Prince said. Please enter and enjoy your Genius Invocation TCG Duel. Wie sie schon aus dem Raum rausschreit, Alter, mit ihrem ganzen Zeug. Die kann nicht mit ihr... Aha! Paimon knew it! It's official in Oz! Who else but the prinzessin? For, as the name of this hallowed rite suggests, only when the wisest of heroes is summoned can the master of cards hope to be crowned the champion. Sie ist wieder für This schaffen. path is a treacherous one. It must be tread with great caution, for eternal doom and damnation are but one wrong step away at any given moment. That is why none is more suited to appear in this audience chamber than the prinzessin, whose Aug de Beurtelung des großen Kaleido-Phantasmus has witnessed 10,000 battles across 3,000 worlds. Ah, ist das geil. Ihre deutschen Phrasen sind einfach nur geil. Oh, is that right? Indeed. Mein Fräulein has watched many games of Genius Invocation TCG, and has gained a solid grasp of the rules. Even in a duel between beginners, it is best that both participants are well versed in them. Oh, that's true. Eine Anfängerpartie? Ah, this makes sense now. Prince did say that he was gonna pair us with someone of a similar skill level. Guess that means Fischl hasn't been playing that long either. The prinzessin needed but a single glance at these mere machinations of mankind to discern their working principles. Thus, with speed and brilliance paralleled by lightning alone, do I now arrive here at the gateway to yonder circle of secrets. Mein Fräulein, too, has bested 2 opponents thus far, and is therefore one step away from becoming an official TCG player. So there's a lot on the line, huh? Either Fischl or the Traveler is gonna come out of this duel as an official TCG player. Indeed. The prinzessin herself heeds the call of fate and descends to this realm from the Immanakreich. Yet still, you dare to doubt the inevitability of the inevitable. Your stubborn foolishness is contemptible. Mein Fräulein, I implore you to consider less odious turns of phrase, lest you be forced to feast on your words in the fullness of time. I shall not lose, Oz! What say you, Outlander? Do you wish to make an enemy of me, the Prinzessin de Beurtelung, who even now begins to strum the strings of fate that shall sound out the Traveler's Requiem? Wann hat sie sich hinguckt? Komm schon, jetzt ist Zeit für unseres Then Kampfes. I say it is time to see what you are made of. Oh, fuck, sie hat Bennett. Ja, ich darf ihn vernichten. Alter. Ich mach ihn kalt. Bitte nimm ihn zuerst. Bitte nimm ihn zuerst. Was soll das schon wieder? Überträgt jeweils einen Punkt. Auflagen von höchstens 2 deiner aktiven zu deiner aktiven Figur. Okay. Das und das weg.
Ja, kann sich sehen lassen. Das fängt mit Fischl an, oder? Let's finish this swiftly. Okay, 3 Feuer ist schon mal gut. Boah. Können wir zweimal Spezialattacke ausführen, wenn wir umwandeln. I summon thee! Oh oh. Endphase, fühlst du 1 Punkt Elektroschaden, Einsatzmöglichkeiten 2. Ah, ich vergesse immer, dass das automatisch ausgewählt wird. So. Achso, was war jetzt das eine? Braucht für Erstangriff durch die Welt die Wurf am Ende dieser Runde -1. Okay. Bennetkarte wegmachen, ja, habe ich dann auch vor. Oh, ist das jede Runde? Ah, okay, es passiert zweimal. Ah, sehr schön. Ah, ne, ich hätte die Geo noch mal würfeln lassen können. Ey, ist jetzt auch wurscht. Okay. Und weg mit dir. This is but a small sacrifice necessary to achieve ultimate victory. Er hat seine Runde beendet. Was, wie, was, warum? This will be interesting. So, dann, was war das da? Verbrauch -1, brauchen wir jetzt nicht. Hä? Cool it. Ja, die sind beide nervig. Okay, 3 Dinger für Eis, 2 so. Okay. Wir setzen zuerst. Okay, er greift normal an. Machen wir das. Freeze. Es würde mich interessieren, was bringt Verwirbelung. Aber ich glaube, ich gehe eher auf Feuer. Let's go. So, dann ist jetzt eher auch weg. Couldn't break. Yes! What happened? Oz, with lightning twixt upper and lower mandible, strike thy pointy beak into this obstacle and remove it from my path. Mein Fräulein, I cannot simply attack the traveler. Wie geil, sie wird das halt bescheißen. Was soll das werden? Okay, jetzt kann ich eh nichts mehr machen. Aber ich kann auch was einsetzen, wenn ich will. Bogen haben wir aber nix. Was war das nochmal?
Das kann ich Aufladungen teilen. Hm. Nee, das will ich bei ihm machen. Achso, aber ich kann noch wechseln, ne? This will be interesting. So, dann setzen wir das noch ein. Hä? Ach, ist ja jetzt egal. Entweder blicke ich die Karte glatt nicht ganz, oder... Okay. Ah, sehr schön. Ices. Aber das mal tauschen wir. Oh ja, sehr gut. Und er ist so gut wie down. Cool it. -1? This moment will be frozen in time. Achso, das geht über Zeit dann, ne? Hä? Let's finish this. Ah, also. Swiftly. Und nächste Runde ist er eh down. Wow. Ich meine jetzt so, dass wir jetzt noch was brauchen, aber wir machen trotzdem lieber mal vorsichtshalber. Okay. Boah, super leider, ne? Und tot, oder? Nee. Passt schon. This doesn't look good. Gewonnen ist gewonnen. Jetzt bin ich gespannt, jetzt wird sie voll abgehen. Das war Absicht. Impossible! Ugh, the cursed dragon looms near once more, casting its dark shadow on the slender threads of fate, hiding them from my vision. Traveler, was even this part of your plan? What a truly ingenious plot. And what an exciting duel to witness. Congratulations! You've won 3 duels now. That makes you an official TCG player. Yeah! Oh, Sucrose, you're back! Does that mean... Yep. I've won 2 games so far. When I got back, I heard you were in the middle of your final duel. So I came over to watch. Nice! Sucrose won too as well! Great work! It seems I am forced to admit, fellow voyager of the stellar void, that your mastery of the cards is second to none. To commemorate your glorious ascent to a battlefield beyond this lowly mortal realm, I grant thee an incarnation of my majesty in miniature. As you embark on this ingenious vocation, may you wield it in battle against all your fated foes, that not a single one of them may be left standing. Main Fräulein wishes to give you a Main Fräulein character card. Wow, it's Fischl's character! Eine echte Gnade der Prinzessin. 'Tis a mere token of such. To the victor of this splendid duel is a boon of commensurate splendor due. Oh, excuse me, ma'am. I am also a beginner who has won 2 games so far. Might I also have the honor of joining you in a duel? If you would be willing, of course. Nothing would delight me more. I hereby grant you permission to join me in performing the hallowed rite of genius invocation. One other thing.
When I got back, Prince and Shuyan said there was something they needed to give you if you managed to become an official TCG player. Ob es eine Karte wird, mit der man sofort gewinnt, sobald man sie zieht. Reden wir jetzt hier von Exodia. Guten Abend, Sam, übrigens. No card game in the world has a card like that. Paimon bets it's some kind of prize for making it as an official TCG player. Let's go get our prize. With 3 electro dice, I summon my eternal familiar, Osvaldo Hrafnavine, to my side. Heed my invocation! But, mein Fräulein, I have been by your side all along. I mean in the game, Oz. Then, I'll use chaotic entropy to invoke a large wind spirit that deals increased damage when it carries an element other than animo. So... Oh! So be it! One shall not be swayed by such a feeble attack. Hey, erzählt weiter. Ich spiele gerade gerne, nicht zu unterbrechen. Ja, das wäre jetzt lustig gewesen, denen so zuzuhören, wie so in einem Radio oder sowas. Also, erzähl doch mal. Ah, so it was you who won the duel in the end. I knew you'd do it. Congratulations. You are now officially recognized members of the Genius Invocation TCG community. Very well done. Now, I will explain to you what becoming an official TCG player entails. The first thing all new official TCG players receive is their TCG Player's Handbook. This handbook tells you exactly what you need to do to become a top-tier TCG player. Make sure you read it. Secondly, a range of Genius Invocation merchandise is now available for you to purchase here at the Cat's Tail. So you see, becoming an official TCG player is really just the first step. And thirdly, whenever you wish to play a game with a friend, you can use the invitation board there. Whoever you wish to duel against, simply invite them to the tavern for a game. Duell-Einladungstafel? Yes, it's right by the bar counter. Once you get the hang of it, you can play with your friends whenever you want. That's it, really. If there's anything else you didn't quite understand, you can always come and ask me. Yes, indeed, I'm quite sure they will. Oh, sorry, I forgot to translate for you. Prince would like to say, hope you have fun playing Genius Invocation TCG. Schlachtfeld von Würfeln, Katzen und Karten abgeschlossen. Genialbeschwörung, bla bla bla. Okay. Einführung. Zum Kartenbeschwörung in offene Welt und nimm die Kartenbeschwörung Stufe 2 an. Mit Gästen in der Taverne, die wöchentlich kommen, teil. Wöchentlich? Zusammen deine Kartenbeschwörungsstufe zu erhöhen. Mit steigender Kartenbeschwörungsstufe werden zusätzliche Funktionen und unterschiedliche Duelle freigeschaltet. Zugriff auf Duelle mit Prinz und Aufstiegsherausforderungen zum Erhöhen deines Stufenlimits. Gerne Beschwörung ein sehr beliebtes Kartenspiel und über eine Kartenbeschwörung gespielt wird. Wenn du ein Duell mit ihnen gewinnst, erhält der Kartenbeschwörer EP und Glücksmünzen. Manche Kartenbeschwörer schenken dir nach deinem Sieg Karten. Mit dem Anstieg deiner Kartenbeschwörungsstufe steigt die Anzahl der Kartenbeschwörer. Kannst du Kartenbeschwörer aus der Liste Duell-Einladungen senden und sie zu Duellen einladen. So eine entsprechende Figurenkarte und Talentkarte. Die Duell-Einladung sammeln kannst du im Mehrspieler-Modus befindliche Freunde. Okay. Das wird wahrscheinlich irgendwann mal im Stream passieren, ha? Müssen wir mal schon mal machen. Duellen von genialer Beschwörung kannst du Glücksmünzen erhalten, mit denen du beim Kartenhändler der Taverne zum Katzenschwanz, Kartenkar, einen Rücken, dynamische Bildzeit und vieles mehr kaufen kannst. Prinz, erzähl. Wahn. Holla. Warte, was? Ach ne, okay, 1000 war das. Brennender Hexenhut, brennende Pyrohexe. Unterstützungskarten. Ja, geil. Lisu? Wer zur Hölle war denn das, ey? Oh, die Ellen, da wo wir immer diese Ausrüstung, die Dinger zerstören. Oh, die Catherine! Was macht die? Beim Wechsel der Figurwechsel gilt nicht als Kampfaktion, sondern als Schnellaktion. Spielobjekte. Kartenrücken.
Dynamische Bildseiten. Oh, da fehlen ja noch einige. Schweinerei. Ich dachte, es gibt schon die meisten. Boah, wie halt keiner von den Dingern dabei ist. Von den Archons, oder? Cool. Alter, 4000. Die schaut nicht schlecht aus, vor allem finde ich die Animation besser wie bei den anderen. Nee, ich mag keiner. Yoimiya schaut auch cool aus. Das sind schon starke Karten, ey. Ich bin gespannt, was die da alles bringen. Ich hoffe, die bringen mit jedem Patch was Neues oder so. Kutschen. Wo habe ich die Figur eigentlich stehen? Ah, da unten. Das dachte ich schon. Sino, Sucrose, Shin, Ningguang. Cool, cool. Weil das gibt doch Ausrüstungskarten-Animation? Achso, ja, super, die glitzern dann halt, oder was? Bewegt sich ein bisschen. Naja. Oh. Cool, die schwebt dann. Ich mag ihn einfach nicht, weil Bennett ist. Ereigniskarten. Oh. Oh. Ja gut, die kosten auch nur 1000. Elementarer Einklang. Überwucherndes Gras. Was macht denn das? Das ist wie so Rare Cards. Wechsel zur gewählten Figur. Erschafft einen Omniwürfel. Diese Karte kann nur einem Deck hinzugefügt werden, das mindestens 2 Anime-Figuren enthält. Ah, okay, das heißt, wenn du es auf bestimmte Elemente spezialisierst, kannst du die Dinger benutzen. Erschafft einen Anime-Würfel. Boah, mehr von den Karten sind dann schon krass. Was geben eigentlich die speziellen Waffen? Schaden durch die Figur +1. Der damit ausgerüsteten Figur für jede Figur aus Lüge in der Truppe 1 Punkt Schild. Okay, du kannst deine Decks auch danach aufbauen, von welcher Stadt die kommen. Ich weiß nicht mehr, wer du bist, Mann. Ah, Timaeus? Das passt doch überhaupt nicht, Alter. Der Timaeus schaut halt eher aus wie so ein 0815 Normalo. Hier schaut er eher aus wie so ein Schönling. Kartenbeschwörerstufe einsehen. Oh, warte mal, es gibt Primus dafür? Ach du Scheiße. Ah, okay, 10. Gute Nacht, Angelika. Ich denke, wir machen jetzt dann später den Aufschluss weg noch. Cool. Da ist jetzt das Ding, oder was? Figureneinladungen. Dialog verfügbar für Einladungen. Duell nett, Duell ernst. Achso, ich brauche doch diese Karten. Kann ich sie dann gleich holen? Ab Kartenbeschwörer Stufe 7, ab Nacherreichen von 3 Herausforderungszielen beim Duell Kuchin nett. Erringe den Sieg innerhalb von 6 Runden, erringe den Sieg mit weniger als 2 Figuren ohnmächtig. Boah, das ist jetzt schwer, wen will ich denn haben? Ich weiß nicht mal, sieht man, was die können?
Hä? Achso. Erringe den Sieg da. Schwertkunst aus den Wolken. Standardangriff. Rückkehr der Sterne. Verursacht 3 Punkte Elektroschaden. Dann schafft die Karte Donnerkeil. Was macht Donnerkeil? Wechselt Kutschin zur aktiven Figur an, die daraufhin sofort zur Rückkehr der Sterne anwendet. Rückkehr der Sterne verleiht diesmal Kutschin die Elektrokraft, das schafft aber keinen Donnerkeil. Okay, Himmelswanderung. 4 Punkte Elektroschaden, fügt allen inaktiven Figuren des Gegners 3 Punkte durchdringenden Schaden zu. Wow! Okay, jetzt ist die Frage, wie stark ist die? Scheißegal, los geht's. Egal, ob wir es schaffen oder nicht. Relaxing after work is actually pretty nice. Aber weißt du, was ja eigentlich viel geiler ist? Dass die halt jetzt Ewigkeiten reist, damit sie zu uns hierher kommt, um mit uns dann ein Duell zu machen. Um dann wieder zurückzugehen, wenn sie fertig ist. Lass uns genial Beschwörung spielen. Ganyu. Ah, okay. Jetzt bin ich mal gespannt. Startfigur. Fangen wir wie immer mit dem Dialog an. Okay, wenigstens einmal angreifen kann ich jetzt. Mein Zug. Was war das nochmal? Deine gewählte Beschwörung. Einsatzmöglichkeit der gewählten Beschwörung plus 1. Wird eine deiner Figuren in dieser Runde ausgeschaltet? Nee. Oh, jetzt verbraucht es 1 weniger, ne? Also jetzt bin ich dran. Ready when you are. Oh, was macht das Jahre gemacht? Garantiert 2 Würfel von Elementen deiner aktiven Figur im einen Würfelergebnis. Du kannst dich jetzt einfach Ganyu einwechseln. Gute Nacht, Nagini. Okay. Ja. Hopp, hau was Gescheites rein. Nicht wirklich. Das. Okay, Eis können wir einmal einsetzen. Dodge this. Was macht es? Gesättigt. Nice and spicy. Essen. Weitere Gerichte in dieser Runde möglich. Schaden dieser nächster Schaden dieser Figur in dieser Runde -3. Puh. Schalte alle Beschwörungen aus. Benutzen wir jetzt einfach mal. Ach so. Hä? Das sind nur 4 Stück. Oder 4 Stück fürs... Egal. Null und 2. Bringt zwar eh nichts, aber... Zwei Punkte Pyroschaden. Oh scheiße, was ist das da?
2 Karten ziehen, Einzelmöglichkeiten zweimal. Ah ja, jetzt ist sie wieder dran. Da kann ich jetzt mehr Schaden machen. Oh, du Sack. Oh shit, jetzt hat er Feuer, ne? Na, das könnte übel werden. Alter, wie ich halt nur Mistwürfel. +1 Einsatzmöglichkeiten. Zu Beginn der Zugphase schaffe 2 Omniwürfel. Ach so, jetzt komme ich mit. Ach Gott, ja. Figur wechseln. Zack. Let's finish this swiftly. Nee, warte. Oh, jetzt. Oh, ich depp, ey. Alter, jetzt hat die nochmal was. Speed of light. Ich dachte, er schafft am nächsten. Achso, beim nächsten Zug, ne? Ich hätte auch Fischl reinnehmen sollen, nicht Depp. So, jetzt sind da 5 drin. Ready when you are. Oh, wie so ein Essensding verwendet. Nein! Sie wäre doch jetzt in der nächsten Runde down. Noch ein Essen. Schweinerei. Aber jetzt lass mich endlich. So. Alter, Alter, was? Ihr wollt mich gerade verarschen, oder? Was geht ab? Jetzt ist das auch weg. Nochmal 2 Karten. Und ich krieg nur Müll. Die wechselt schon immer absichtlich auf die Ganyu, ne? +2 noch dazu, sehr schön. Alter, was macht denn Timaeus? 2 Materialien. Ah, ja, ja. -0? Ach so, ja. Don't get frostbite. Alter, die hat sau viel Zeug, ey. Shit, was ist denn los mit der? Das ist ja voll die Überkombos. Okay, ich habe definitiv keine Chance gegen die. Let's finish this swiftly. Verbraucht für alle Standangriffe durch die gewählte Fügung am Ende dieser Runde -1. Egal. So, das noch drauf.
Also wenn alles hinhaut, kriegen wir wenigstens eine weg. Ja, das Energieding, ne? Alter, und die ganzen Karten, was die ständig ziehen darf. Warum hat der Gegner die Vorhand? Weil er mehr Karten hat, oder was? Das ist eine geile Runde. Okay, das ist wieder Müll gewesen, aber passt schon. Und plus immer 2 dazu noch. Boah. Das wäre jetzt Verschwendung. My contract, as I anticipated. Alter, jetzt kommt sie mit ihren Ausrüstungs- und Heilungskarten wieder, ne? Die macht mich fertig, die Alte. Was war denn das nochmal? 2 LP wieder. Der aktiven Figur. Oh, 9. Gib mir nicht irgendwie eins mehr hin? Beim nächsten Wechsel deiner Figur, dieser Wechsel gilt nicht das Ding, okay. Oh, wegen dem einen Schild, oder? Oh, Schweinerei. Du bist weiter am Zug. Oh, wir können es doch schaffen. A slight miscalculation. Ah, okay, das ist nicht schlecht. Okay, das ist... Nee. Das könnte in Ordnung sein. Wir haben ja genug Karten zum Eintauschen, hätten wir aber auch. Wow. Habe ich nicht gerade dasselbe bekommen, nur anders? Alter, ist das euer Scheiß Ernst? Noch mehr essen? Speed of light. Fuck. There can be no excuse or defeat. Nein, der hat das Schmelzen dadurch eingesetzt. Gegner ist am Zug. Oh, Donnerkeil. Ja, aber das ist doch fürs Wechseln bloß gut. Speed of light. So, jetzt ist die Frage. I want to help. Sehr gut, 2. Minus 3. Kann ich das irgendwie verstärken? Pyro-Dinger. Das kostet halt auch 3, na egal. Absorption test. Verwirbelung. Okay. Alter, wir gewinnen noch. Wir gewinnen noch. Puh. Let's end this. Oh Gott. With sword comes shadow. Aber Cut 10, oder? Oh Gott sei Dank. Da wird schon gedacht, Digga, was scheiße. Animal test 6308. Oh. Right idea. Alter, ich hab's geschafft. Alter, das ist übel. Nein, Herausforderung beenden. Ich habe keine Lust mehr gegen sie. Alter, mit ihren ganzen Essen und keine Ahnung was. Congratulations. You win. Ja, aber übel, ey.
Das war ja mal richtig übel. Duell der neuen Aussage. Nein, nein, weg hier. Ksch, ksch. Hä? Oh, da oben kann ich jetzt einfach ins Deck, oder? Achso, das ist das da. Erste Partie. Kaufe eine Duelleinladung beim Karten. Achso, ich kann auch Duelleinladung. Danke, danke, danke. Ereigniskarten? Achso, das ist das ganze Zeug, ne? Ah, da, Duelleinladungen. Oh, erst ab Stufe 2 kann man die kaufen. Für ein Tausender, alter Schwede. 5, 4, wow. Wenn ich den hole, will ich einfach nur Kohle oder fließende Flamme. Wobei die anderen dann bei Gelegenheit mal schauen. Aber wir müssen jetzt erstmal Sucros austauschen. Falsch. So. Will ich einen Kea dabei haben? Verursacht 1 Punkt Elektroschaden, er schafft aus. Verursacht 4 Elektroschaden, fügt allen inaktiven Figuren des Gegners 2 Punkte Durchdringungsschaden zu. Standardangriff. Design, Hintergrund. Wir müssen auch mehr solche Karten mal zusammenkriegen. Damit wir die da rausbekommen. Weil ich meine, die und die paar, die bringen mir halt gar nichts, ne? So. Warte, da geht's nach oben. Da. Wow. Für was baut man denn so eine Etage? Das macht einem doch, das macht doch gar keinen Sinn. Ich dachte schon, oh, wer weiß, was da oben ist. Okay. Was ist das da? Nix. Denke ich mir, oh geil, das geht nach oben. Wer weiß, wer da oben alles hockt oder so. Ja, nix. Geht's da eigentlich irgendwie rein? Achso, da waren wir gerade. Ja, was ist da? Okay, die sind auch fertig. Na gut. Aber das ist dann für heute schon gewesen. Ja, vor allem, du merkst das halt nicht und dann so, zweite Etage, cool. Ich denke mal, die meisten werden jetzt dann die Story auch erstmal selber spielen wollen, dann heben wir uns das dann für den Samstag auf. Also ich find's cool, dass man das mit dem Kartenspiel, das ist schon ganz geil, vor allem das kannst du auch so nebenbei mal spielen. Und es schreit halt fast dazu, dass wir mal dann Kartenday machen oder so. Genshin Kartenspiel Day. Keine Ahnung, da müssen wir dann einen geilen Namen einfallen lassen. Oder Karten-Day. Schauen wir mal. Ich bedanke mich an der Stelle ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns dann wieder das nächste Mal wieder. Das nächste Mal wieder. Wir sollten aufhören, ich bin müde. Also, macht's gut und Servus.